Kaffee mit Sahne oder ohne, ist ja wurscht. Heute ein Käffchen mit mir. Ich mache ein Outing heute und ich hoffe, dass nicht zu viele enttäuscht oder herausgefordert sind, wenn sie mich hören. Ich teile Gedanken, die mich beschäftigen. In den vergangenen 30, 40 Jahren haben wir so viel von Erweckung gesprochen in Europa. Im geistlichen Aufbruch, Tausenden, die zum Glauben kommen, Millionen, die verändert werden. Und wir haben uns ausgerichtet an Menschen, die besondere Begabung hatten in diesem Bereich. Und wir träumen von Stadien, die gefüllt sind mit 50 und 100.000 Menschen, die zum Glauben kommen und haben so eine richtige Erweckungseuphorie entwickelt, die sich dann zwischendurch wieder abkühlt und dann wieder aufkommt. Und ich habe gemerkt, dass mich das mehr und mehr herausfordert. Dieses quasi Delegieren vom Wirken Gottes an ihm selbst, in der Erwartung, dass über Nacht irgendwas vom Himmel runterfällt und alles verändert. Nun, ich selbst habe Heimsuchung erlebt, für viele wäre das Erweckung. 1994, als der Heilige Geist fiel und Tausende ermutigt wurden vom Wirken des Geistes und verändert wurden. Was aber ausgeblieben ist, dass Hunderttausende oder Millionen zum Glauben gekommen sind. Deshalb mag ich das Wort Erweckung nicht mehr. Verzeiht mir. Es nervt. Weil ich empfinde, Erweckung bedeutet immer, dass ich warte auf etwas, was geschehen soll und dabei vergessen, was heute geschehen kann. Durch mein Leben, durch meine Treue, mein einfaches Christsein, mein Teilen meines Glaubens, meines Versagens, meine Herausforderungen, meine Siege, meine Niederlagen, meine Freuden und meine Schwierigkeiten. Und ich merke mehr und mehr, wie ich als Mensch gesät bin in diese Gesellschaft hinein, um als Christ wahrgenommen zu werden. Und ich merke das besonders bei uns hier in Berlin-Köpenick, bei meinen Nachbarn, da bin ich der Christ. Und ich bin ja meistens, wenn ich mit den Nachbarn zusammen bin, nicht mit Christen zusammen. Und dann kommt das Gespräch, du, Martin, was glauben Christen eigentlich? Und dann ist Erweckung so weit weg, versteht ihr das? Nur eines ist nah, dass ich ein nachvollziehbares Christenleben lebe, dass es anderen Menschen erlaubt, sich für die Botschaft Jesu zu öffnen. Und da war eine Party letzthin, da war eine Frau. Wir saßen zusammen an der Party und sie beginnt mir zu erzählen, wie sie in der DDR getauft wurde als Kind und dann durch die Wände von der Kirche wegkam und dann hatte sie Fragen über Jesus und ich habe für sie gebetet und ich habe gemerkt, hey, da ist was Erweckliches in diesem Samenkorn, in dieser Begegnung. Nicht etwas, was einfach vom Himmel fällt, irgendwie, worauf wir warten müssen. Übergeistlich, super charismatisch, sondern nachvollziehbar in der Beziehung zu Menschen. Und ich habe ein neues Schlagwort für mich gefunden, für Erweckung. Wenn Glaube und Gesellschaft sich treffen, dafür möchte ich mich einsetzen. Dass Glaube an Jesus Christus und die Gesellschaft sich treffen. Und nicht, dass irgendetwas vom Himmel fällt. Wenn es dann fällt, umarme ich es. Aber wenn es das Einzige ist, auf das ich warte, ist mein Glaube heute nutzlos. Ich wünsche dir viele gute Gedanken zu diesem Thema. Ein schönes Wochenende und eine kraftvolle Woche.